Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem neuen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Beim letzten Mal haben wir endlich wieder Kolonie 9 erreicht, nachdem wir uns erstmal hier mit Zeon prügeln mussten, der sich jetzt allerdings hier als Held unserer Gruppe angeschlossen hat. Wenn auch nur, sagen wir mal, eher recht widerwillig, denn er traut uns einfach nur nicht. Was eigentlich auch verständlich ist, denn schließlich sehen wir hier in der Kolonie immer noch als Verräter, die mit Agnus zusammenarbeiten. Ja, und wo wir ja gerade von Agnus reden, ein ganzes Bataillon von denen ist ja eigentlich ja hier auf dem Weg und versucht ja natürlich die Kolonie zu zerstören. Und wir wollen jetzt eigentlich ja natürlich dafür sorgen, dass das eben nicht passiert. Und nebenbei haben wir dann sogar auch noch vor, die Flammenuhr von unserer Kolonie zu zerstören, damit diese ja endlich hiervon befreit werden. Und natürlich von dem Konsul, damit sie ja jetzt hier nicht auf die dumme Idee kommen, uns jetzt hier doch irgendwie nochmal abzuschlachten. Weil sie uns ja aufgrund von irgendwelchen Illusionen für Monster halten oder so. Wäre ja ein bisschen doof, nicht? Gut, aber erstmal sollen wir natürlich hier ins Verwaltungsbüro und dort erstmal alles weitere Strategische besprechen. Da bin ich ja mal gespannt, wer jetzt noch hier auf uns zukommt. Und gerade jetzt fällt mir einfach mal so auf, dass der Levelness von unserer Kolonie irgendwie wesentlich kleiner ist als der, den Kolonie 4 hatte, oder? Und dabei waren die ja sogar aktuell eigentlich auf einem geringeren Rang als wir. Wer weiß. I'm impressed. You didn't run away this time. I'll explain what comes next. The rest of you are dismissed. Stay cool, Kite. I'm always cool. Tell us about Agnes's movements. Right now, they're assembling their forces on Everblight Plain. They've stopped concealing themselves, which feels like cause for concern enough. They're confident they have the numbers for a full assault, then? Or perhaps it's a feint. Or they're just a bunch of dolts who like pretending they have a plan. I'm not in the mood for jokes right now. Hey, we need a little levity sometimes. With enough food, we can draw this out. Give the word and we can even launch a raid. I told you that's not going to happen. It would cost us too many lives. What then? Our troops are hungry, anxious, and quite frankly, more pissed off by the hour. You leave things like this, and we're going to fall apart by ourselves. We could just remove their reason for fighting you. What? In plain language, please. If we smashed your flame clock, it would alter the equation. If you smashed it, What? Well, now I know you're all jokers. Kite, biggest joker of all. This why Kite always runner-up in life. No one can take serious with hopeless second-best attitude. Shut it, Riku. You really know how to hit a man when he's down, don't you? Why are you back here anyhow? How'd you worm your way back into Zeon's favor? Meh. No worming performed. We don't need you here. I've had enough of seeing my friends die, betray me. I can't deal with this dirt anymore. We feel just the same. Which is why we want to do as much as we possibly can to help. That's why we came back. Yeah, you're not fooling anybody. you need not believe them. But they will prove to be an asset. Huh. So that's it. You're siding with them in the end. You choose Noah over your own lieutenant. Again. That's not what I'm saying. Don't you realize how hard I'm trying here? Ugh! Spark this! Sorry. I didn't mean to complicate matters. On the contrary, was this not your intent? I would have thought you'd be gloating by now. We can gloat if it makes you feel better. But you can't just judge someone in the heat of the moment. Whatever you might think, suspicion will be cast upon you. That is all I can say. Suspicious or not, isn't it about time you tell us this plan of yours? You said we'd prove to be an asset. I'll continue. Though we have a geographical advantage, our provisions and numbers are limited. That's what the enemy will be banking on. And that's where you come in, as the vanguard. Our sudden appearance will put a spanner in their works, and that'll give you the edge you need, right?
Seeing Keves and Agnus bods fighting together and tearing up their front line's gonna throw them off their game for sure. So we've got to fight independently then? Better than being on a leash, I suppose. You seem to misunderstand. I'm not cutting you loose. You are still being regarded as traitors. Keep in mind that I shall be supervising your every action personally. Sir, yes, sir, Commander, sir. Do you have to? Let it go, guys. I'll send details of the operation to your iris. The plan will commence at once. We're on it. Tja, so sieht's momentan aus. Also die sind eigentlich ja natürlich immer noch nicht so ganz von uns überzeugt. Gut, aber immerhin können wir wenigstens eigentlich ein bisschen hier Pause machen. Let's make the most of our break, guys. Okay, momentan gibt es nichts zu besprechen, aber wir können wenigstens mal in der Kantine etwas kaufen. Bohnenjapolter. Werden wir mal ordern, damit wir ein bisschen wieder was haben. Wir bezahlen da schließlich auch dafür, also sollen die sich mal nicht beschweren. So, höhere Klassenpunkte. Ah, sehr gut. Und wir haben Rachenpeinbohnen für Manana jetzt hier noch als Rezept dabei. Sehr schön. So, ich muss nochmal zurück, ich habe mich ein bisschen verklickt. Ja. Vorräte sind wirklich nicht gerade sehr üppig, muss man ja sagen. Das ist natürlich doof. So, was ist das hier? Das war doch das Badehaus, oder? Könnte man auch wieder mal gebrauchen. So, aber egal. Gehen wir einfach mal weiter und sehen zu, dass wir endlich hier unseren Job erledigt bekommen. So, jetzt ist mal die Frage, wo ist eigentlich überhaupt die Flammuhr von unserer Kolonie eigentlich? Oh. Gut, und ich habe einen neuen Reisepunkt. Sehr schön. Ich muss erstmal noch mal kurz gucken, wo ist die verdammte Uhr? Wenn es nach mir ginge, würde ich sie am liebsten ja jetzt sofort zerschlagen, aber ich denke mal, das lassen wir erstmal lieber. Wir sollten sowas schließlich auch nicht tun, solange die anderen hier auch nicht damit einverstanden sind, aber ich sehe sie gerade nicht. Auch da oben ist sie. Die guckt da aus dem Maul von dem Teil heraus. Ja, immerhin wissen wir ja dann schon mal, wo unser Ziel ist. This is something decent, right? So, warte mal, was ist das da überhaupt für ein Ding? Das ist doch einer von unseren, oder? Ja, sieht ganz danach aus. Ich kann ihn jedenfalls nicht anvisieren. Ja. Nur so fossil. Nicht schlecht, nicht schlecht. That's a real one. I expect great things from you, former Special Forces Lance. Ex-Spezialeinheitssoldat, ja, ist klar. Gut, dann warten wir hier einfach mal. Das wird spannend. We'll be arriving presently. Uni? You okay? Just feeling wistful. This is where we went looking for fortune clovers, isn't it? Oh, yeah! You really made a big deal out of that. Did not. Just wanted to wish upon one. All the others laughed in my face. Said I'd never find one here. Everyone but you guys and Zeon. You must remember, you're not the kind of guy who makes fun of people when they're trying their hardest. You help people in need. Listen, I know you've been through all sorts of crap, but you don't know the whole story. Oh, I'm sure.
There is no such thing as a traitor who rebels without cause. Be it Kevis or Agnus. You've sent many of my comrades off. No. Time and time again, you save the dead, help survivors. Even me. I know you do not make light of people's lives. So you understand? I do. But I can never be the friend to you that I once was. You don't give a set tree, do you? I wasn't talking to you, Lance. Excuse me? Maybe we can't go back to the old days. But we can build something new. Leave your platitudes for after. The battlefield awaits. Don't worry. We'll win. No one's dying on our watch. Never again. Time to move. Stay sharp. Gut. Da ist ja schon mal einigermaßen alles geklärt. Also man merkt eigentlich ja schon, dass Zeon kein wirklich schlechter Mensch ist. In gewisser Weise sorgt er sich ja tatsächlich auch um uns, würde ich mal vermuten. Ja, aber in gewisser Weise hat er ja recht. Nachdem wir einfach ja mal hier die gesamte Kolonie verlassen haben, zählen wir ja natürlich in gewisser Weise als Verräter. If you find anything out of the ordinary, I'll issue the order. Gut. Er bedenkt, dass hier fast alles angefangen hat. Und da warten sie schon. There's a lot of them. This will be a battle of attrition. We can use the terrain for defensive advantage. First, we need to hurt their morale. Before that, we need to talk. I'll remain here and fight for as long as I stand. That's also part of the plan. It will be a grueling fight. I won't have time to be looking out for possible deserters. Hold on. Are you telling us to find a chance to escape? I never said that. But this battle should be of little importance to you. Spark's sake, Zeon. Just how rotten do you think we are? I see where you're coming from. But we're fighting on our own terms. We'll be seeing this through. We owe a debt to Colony 9. Maybe it wasn't for very long, but it gave us somewhere to belong. But not anymore. Just shut it, you. How hard is it for you to accept someone just wants to do a good deed? Eh? Get a clue. Lance! How often does he need telling not to abandon himself to his feelings? Have you given in? Still, might as well strike while the iron's hot. Gut, dann verprügeln wir mal einfach mal so ein paar Agnier. Jetzt mal im Ernst, im Vergleich zu Zeon und seinen Leuten sind das hier echt Luschen. Aber ich muss 15 Stück von denen kaputt hauen. So, Drittel hätten wir schon mal. Und wie geht's weiter? Einfach draufhauen oder was? Wird schon hinhauen.
Okay, das ist sogar ein Heiler gewesen. Infanterist. Oh, warte mal, gebt mir erstmal euer Zeug, Jungs. Thanks. So, nächster bitte. So, das sieht nach dem Rest aus. So, Heiner, werdet ihr mal so freundlich? Danke. So, bleiben nur noch 2. Einer. Und... Die! Wir haben es geschafft. What the spark are Ouroboros doing here? I did not sign up for this. Want us to run him down? We aren't here to kill each other. Pull back now, and we won't pursue you. I'll bet you won't. Because you'll be dead. Lednesses. Always keep your ace in reserve. That's how the game's played. Don't falter. We have Kite and the others holding the fort. Yeah. And we'll hold the line here. Whatever it takes. Ja gut, bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, als jetzt einfach mal hier ein bisschen Randale zu machen. Warte mal, die haben ja noch, ne, die haben hier noch einen Heiler am Start. Den muss ich als erstes umlegen. Sonst geht der Kampf hier noch ins Endlose. Ah. So. Oh, ist nur noch der übrig? Der Große? Na gut, wie du willst. Oh, schon tot? Das ging ja schnell. I'm done. Squad leader's been hit. Pull back! Why aren't you following them? I told you. I don't want needless slaughter. You're soft, rookie commander. Let me tell you something. You don't win wars while keeping your hands clean. You're gonna learn that. The hard way. You'll see. Oh! I guess we will. Don't let it get to you. I wouldn't normally, but in this instance, I'm afraid he struck a chord. I believe I said something similar to you in the past. We were sparring with training swords. You won in the end. I did, because you always held back. That's not true. You hated the very idea of fighting. That's how it seemed to me. And back then, I thought you'd never survive in that lofty ideal. I was blind. If we don't stand for something greater, strife and conflict will grow ever fiercer.
We would end up fighting not for the flame clock, but for our own bloodlust. That is who we are. It was never going to be easy. Yeah. I'm still trying to figure out what's right myself. But there's something I want to change. And to do that, I have to change myself. Kite and the others pulled through okay. It seems we've averted disaster. For now. Not quite. There's still unfinished business. Zeon, I want you to understand the things we've seen. The truth about the flame clocks. Just let us explain. After that, we'll let you have the final say. As you wish. It also saves us an awkward silence on the way back. But don't get your hopes up. That's fine. Thank you. I'll round up everyone in the square. But first, to Colony 9. Das ist eigentlich ja nur fair. Wenn wir schon die Flammenuhr zerstören wollen, aber dann auch nur mit Erlaubnis. Also wenn auch wirklich alle in der Kolonie damit einverstanden sind, wirklich von diesem Teil erlöst zu werden. Frag mich eigentlich ja, was dann noch passiert. Was denn jetzt zum Beispiel eigentlich ja mit dem Konsul dann ist. Also wir haben ja eigentlich ja mehr als einen, wie es aussieht. Weil wir haben ja einen schon bereits erledigt und wer weiß, wie viele noch dann noch dazukommen. Das müssen wir immer schön berücksichtigen. Gut. Viel ist ja eigentlich ja hier nicht zu bereden, aber ich gehe trotzdem mal den langen Weg zurück. Einfach mal so. Oder? Ach, ich würde mal sagen, wir machen... Ach, gesperrt natürlich. Ich hasse langes Wandern. Warum müssen sie eigentlich jedes Mal immer hier alles sperren? Das ist nervig. These are quite striking. Do they really grow from a head? I can tell I'm being watched. You must be very weary of me. Okay. Das ist witzig. Ja, aber es ist eigentlich echt schon so. So jemanden wie Mio trifft man ja eigentlich auch wirklich nicht jeden Tag. Ich glaube auch wirklich eher selten jetzt hier zu dieser Zeit. Naja, es könnte eigentlich ja gut sein, also wenn wir irgendwann mal in Agnus sind, beziehungsweise eigentlich auch mal eine agnische Kolonie besuchen, dass wir da vielleicht eigentlich ja öfter auch eigentlich am Meer Gormotti sehen werden. Aber bisher war Mio eigentlich ja die einzige, der wir hier praktisch über den Weg gelaufen sind. Und ja, natürlich die Königin, aber die kam ja nur in der Cutscene vor, aber gut, das ist egal. Heroes return. Good work, Zeon. Where have you been? Just watching from the sidelines. And I must say, it was quite a spectacle. In what way? Beg pardon. I forget. You drones have no aesthetic sense. Your droll skirmish was one thing. It almost put me to sleep. But this here... Well, I'd say the colony is due a promotion. I recall no droll skirmish. The one where these maggots surfaced. Loathsome little worms plotting together with Agnus, then deserting their duty like the cowards they are.
truly disgusting. A disgrace to the colony. And that goes for the ones who croaked for nothing, too. Even calling that droll is a disservice to the work. Croaked for nothing? I know you see us as enemies, but this, it's our friends you're talking about. Even Wamba. Back then, how dare you! Silence, maggots! You must still be tired from fighting. Rejoice then! You will give me great pleasure as I crush you. What do you think you're doing? The words of an idle man who orders others around. Or the words of rebels who risk their lives for us. Which do you think is worth more? Silence! This is insubordination. Well? Stupid maggot! Where did he... Don't you realize? The maggot that feasts on our dead. That would be you. Madness! You seek death then, Zeon? We want to live. That is why we fight. Prepare yourself! Console B! Why, you... He's good for nothing, imbecile! All defectors must be eradicated! Zeon! Yes. Let's go! Na schön, bringen wir das zu Ende. Ist aber leider nicht der Typ, der uns eigentlich ja beim letzten Mal so ein bisschen hier genervt hat. Aber egal. Je mehr wir von denen hier loswerden, desto besser. Das wird auf jeden Fall jetzt spannend. Das gehört jetzt eigentlich ja nicht wirklich zur Haupthandlung, sondern ist tatsächlich eher mehr optional. Aber trotzdem ist es gut, dass wir den jetzt einfach hier so platt machen können. Sag ja, je mehr wir von denen loswerden, desto besser. Sag mal, schlafen meine Heiler hier gerade oder was ist los? Aber ich muss zugeben, der Kerl ist nicht ohne. Mache ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen Sorgen. Wenn sich der Kampf zu lange jetzt zieht, dann
Sind unsere Chancen auf einen Sieg eigentlich ja manchmal etwas gering. Wollen wir die dann eigentlich ja plötzlich anfangen, so richtig hart auszurasten? So, okay, wir haben ja immer noch Zeon dabei. Es wird einfach nichts. Okay, Gott, die sind gerade in der Fessel und können nicht fusionieren. Das ist nicht gut. Juni, wach auf! Oh Gott, aber der ist wirklich echt tough. Wir sind noch nicht mal bei dem Viertel runter. Na gut, jetzt. Aber trotzdem, wenn das wirklich so lange dauert, dann haben wir echt ein Problem. Mist. Oh, not good. Ah! Verdammt, ich dachte, ich komme noch rechtzeitig hin. Der ist nicht ohne, muss ich sagen. Boah, Mann, hör auf zu blocken, du Sack. So, könnte aber eigentlich auch mal jemand Zeon helfen? Zu spät. Ja, das hat gesessen. So, okay, der Heilring läuft. Ah! Aber ich muss mich trotzdem konzentrieren hier. Ich darf echt keinen Fehler machen. Mann!
Muss der eigentlich immer so die ganze Zeit seinen blöden Schild aufbauen? Oh, was zum... Dude, was machst du da? Autsch! Alles okay. Ich lebe noch. Alter, was hat das denn zu bedeuten? Da hat er mich einfach gegriffen und zu Boden gesmasht. Was für eine Sauerei, ey. Ah. Das kommt schon, das muss doch irgendwie was werden mit 3 Tanks und 2 Heilern. Ah. Oh, oh, nicht gut. Was nun? Das ist jetzt schlecht. Mann, verdammt, das ist aber auch echt doof, wenn sich nur die Heiler wiederbeleben können. So eine Dreckskacke, ey. Ah, oh Mann, das ist echt übel. Gewährt Reaktivierung dieses Charakters um 15 mit 15 TP, okay. Mann, das ist jetzt echt doof. Ich schaffe den wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr, wenn meine Heiler am Arsch sind. Okay, Schutz und Schirm. So, das sieht doch gut aus. Mache ich überhaupt wirklich Schaden?
Ich sage ja, wieso kann ich jetzt die andere nicht einfach wiederbeleben? Das ist nervig. Das wird doch nichts mehr, verdammt. Das ist doch nur, weil meine Heiler ja alle krepiert sind. Das gibt's doch nicht. Ah. Wenn ich das jetzt noch im letzten Moment schaffe, dann ist das echt ein Wunder. Weil es lebt ja keiner mehr. Jetzt ist Lance der Einzige, der übrig ist. Wir werden sterben. Wir werden alle sterben. Sag ich doch. Das ist natürlich echt ätzend. Gott, wie stellen wir das denn jetzt dagegen den an? Der ist ja echt noch mal richtig heftig. Ich meine, wir hätten den eigentlich ja geschafft, wenn meine Heiler jetzt hier nicht alle krepiert wären. Ich hätte wirklich mal ein bisschen mehr auf die HP achten sollen, vielleicht dann eine Angriffskette zu starten, damit ich erstmal nochmal alle hochheilen kann. Und dann hätten wir vielleicht sogar nochmal eine winzig kleine Chance gehabt. Aber wenn ja jetzt sowohl Tyan als auch Juni jetzt natürlich beide jetzt hier einfach abkratzen, dann ist natürlich doof. Kann man echt nichts machen. Das ist einfach natürlich doof. Es ist aber auch echt doof, dass ich ja jetzt hier natürlich hier nicht einen anderen Helden mit reinbringen kann. So, okay. Naja. Da ja jetzt Mio ja gerade eigentlich ja jetzt ihre andere Rolle jetzt fertig hat, kann ich ihr jetzt eigentlich ja tatsächlich einen Heiler geben. So, die anderen beiden Heiler bleiben ja natürlich aktiv. So, und so wie es aussieht, ja, könnte Senna irgendwann ja bald auch endlich ja hier Ethels Klasse erlernen. Für die aktive Mission benötigten Helden wirklich entfernen? Kann ich das machen? Werden wir gleich sehen. Also, ich probiere es jetzt einfach mal jetzt für den nächsten Part. Dass ich jetzt einfach mal hier wirklich mit sage und schreibe 4 Highlights in die Truppe rein, in den Kampf reingehe. Da habe ich zwar jetzt weniger Angreifer, aber naja gut, das wird schon irgendwie werden. Ich könnte natürlich noch einen zweiten Angreifer rekrutieren. Also normalerweise brauche ich ja nur einen einzigen Tank, der jetzt tatsächlich alles auf sich selbst zieht und die anderen kreisen den Gegner einfach rein. Das wäre eigentlich die beste Lösung. Aber da kann man mal sehen. 3/4 Stunde jetzt einfach mal hier für nichts gebraucht. Naja, fast. Also wir haben ja eigentlich ja gut vorgelegt. Und beim nächsten Mal schaffen wir es dann auch endlich. Also dann vielen Dank wieder fürs Zuschauen und dann geht es beim nächsten Mal weiter, wenn wir versuchen, Konsul B bzw. Möbius B tatsächlich platt zu machen und dann natürlich die gesamte Kolonie zu befreien. Wird auf jeden Fall spannend. Also dann bis zum nächsten Mal und tschüss!